Welches ist das beste Piano VST? Upright Pianos schauen wir uns an. Ich treffe dazu Lukas Ruschitzka, DAW-Experte und unser Piano VST-Fachmann fürs Grobe und fürs Feine. Hallo Lukas. Hallo Jörg, danke für die Einladung. Upright Pianos, das Wandklavier ist das Thema. Und welche Pianos hast du dabei? Also, ich habe eine kleine, aber feine Sammlung an Pianos mitgebracht. Und zwar ist es bei mir so, also wenn ich bei einem Konzert die Wahl habe zwischen einem Klavier und einem Flügel, dann entscheide ich mich meistens für den Flügel. Wenn es ums Musikproduzieren geht, ist es auch oft so, dass ich sehr, sehr viele Flügel habe und sehr, sehr viele Flügel-Plugins spiele. Wenn es ein Klavier, also ein Upright-Piano-Plugin sein soll, dann muss das schon sehr speziell klingen für meinen Geschmack. Also am besten nicht wie ein Flügel, sondern schon eher speziell, vielleicht ein bisschen Also kantig. Und das du suchst vielleicht das Charmante so in dem Sound auch? Genau, und dafür habe ich jetzt mal ein Plugin mitgebracht, ein Kontaktinstrument, nämlich das Woodchester Piano. Und das ist ein Piano, das ich sehr gerne spiele, weil es hat auf jeden Fall seinen ganz speziellen Sound. Hören wir uns das doch mal an. Ich bin gespannt. Also man hört zunächst mal, es klingt nicht wie ein Flügel und es klingt auch nicht wie ein ganz gewöhnliches Klavier. Dann haben wir nämlich noch so einen Mhm. kleinen Filzstreifen, der noch diesen. Ah, okay, das geht dann so in Richtung Feldpiano und ist halt schön, ein wenig schummrig, ne? Ja, man hört auch das Hammergeräusch sehr deutlich. Das Mhm. muss man wollen natürlich. Also es gibt jetzt, manche Instrumente haben die Möglichkeit, dass man das so entweder abschalten kann oder stufenlos dazufahren kann. Das geht jetzt hier nicht. Das ist wirklich im Sample eingebacken, also im Instrument. Ja gut, aber damit kann man ja leben. Wenn man das auch wirklich so haben möchte, dann ist es echt okay. Genau, und das ist natürlich, wenn man Filmmusik macht zum Beispiel und eine Szene vertont und möchte irgendwie sowas Schummeriges, Fältiges, Mhm. dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit. Und eine Besonderheit von diesem Plugin ist, dass wir hier diesen Atmosphere Layer haben. Atmosphere Intensity Jetzt heißt bin ich das. gespannt. Und, und das kann ich mit dem Modulationsrad hier am Keyboard, kann ich das nämlich Mhm. hochfahren. Da sieht man, dass dann ein Layer dazukommt und das hört sich dann so an. Mhm. Und das Mhm. ist halt das Schöne, dass man damit spielen kann. Also man muss das nicht permanent anhaben, aber man kann vielleicht mal anfangen. Mhm. Also eine schöne Möglichkeit, damit zu Ja, es ist experimentieren. total schön, wenn das reinfadet. Schöner Effekt. Vielen Dank. Das war schon mal eine sehr gute Vorlage. Ich habe jetzt ein ganz anderes Konzept hier. Das ist das Vienna Synchron Bösendorfer Upright. Und da geht es um eine möglichst klare Abbildung von einem Upright-Piano, das die in einem wunderschönen Raum aufgenommen haben. Und ja, man kennt diese Aufmachung, die Synchronpianos. Das ist in der Synchronstage aufgenommen mit fabulösem Hall. Man hört das auch gleich in dem Sound.
Also in den oberen Lagen ist der super klar, klingt schon fast wie ein Flügel. Und in den Klingt Bässen, wirklich schon fast wie ein Flügel. und in den Bässen, da hört man das, dass es ein Upright ist. Und wenn man darauf ich spiele jetzt mal was ganz Einfaches. Und sowas geht natürlich auch. Ja, unbedingt. Das klingt super. Aber tatsächlich also wenn du es mir jetzt so vorgespielt hättest und wenn ich gesagt hättest, dass es ein Klavier ist, ich weiß gar nicht, ob ich drauf gekommen wäre. Also ich Kommt finde, vielleicht aber auch dadurch, dass das hört sich jetzt auch nicht gerade nach Wohnzimmer an, sondern nee, das ist ja schon ein relativ großer Raum jetzt, ne? also das kann man natürlich genießen. Ne? Mhm. Und so weiter. Ich fahre total auf den Sound ab und der hat ein super, super, super geiles Pianissimo. Das ist einfach wunderschön. Unglaublich. Aber man möchte ja eigentlich dann auch so ein bisschen intimeren Sound und das geht natürlich auch. Also man kann das hier da gibt es Presets, da kann man dann Intimate abrufen. Also ich habe das Gefühl, ich sitze jetzt schon ein bisschen näher am Klavier. Dann gibt es noch die Player-Variante und da ist dann noch weniger Raum dabei. Da ist der Raum deutlich kleiner, das hört man. Ja, das ist sehr direkt. Das ist schön, obwohl das immer noch so diesen total immersiven Sound hat. Also man sitzt so wirklich mittendrin. Das finde ich fantastisch. Ja, Das ist also von der Dynamikentwicklung finde ich das großartig. Dann ist es auch nicht so, ja, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es klingt wie ein Flügel schon, ja. Und es geht jetzt hier nicht um so ein verschranztes Piano irgendwie, das so ganz doll charmant ist, sondern es ist super klar und wunderschön. Finde ich ganz toll. das ist schon wirklich ein edles Klavier. Genau, und das heißt, diese Presets da unten, das sind verschiedene Räume. Ja, genau, da kannst du reingehen in den Mix hier zum Beispiel und dann kannst du sehen, hier gibt es dann verschiedene Mikrofonsets, die klingen auch für sich sehr anders. Also, das ist das Kondensor. Dann gibt es noch ein Mit-Mikrofon, das klingt völlig anders. Und beide zusammen ergeben halt den Sound. Also da kann man dann, da gibt es noch den Main-Mix, gibt es auch noch. Das sind also 3 Signale, 3 Stereo-Mikrofonierungen, die man jetzt hört da drin. Da kann man also wirklich auch mal sehen, was das ausmacht. Also man denkt ja immer, man stellt 2 Mikrofone an den Flügel und alles super. Und die Summe macht's halt. Ne? Und das haben die hier wirklich fantastisch gemacht. Ja, klingt wirklich toll. Mhm. So, als Mhm. nächstes habe ich hier ein Upright Piano von Native Instruments. Glaube ich, ist auch im Complete Bundle drin, ist schon ein bisschen ältere Library und sie heißt schlicht und einfach Upright Piano.
Das klingt auf jeden Fall schon sehr klavierig. Auf jeden Fall. Du machst nicht zufällig auch so Bar-Jazz-Jobs zwischendurch. Ja, vor 10 Jahren habe ich das öftere Mal gemacht. Ja, es klingt total genauso. Das ist wirklich, Ja, wirklich klasse. also auch für dieses Genre eignet sich das wunderbar. Es ist ein Klavier, aber es ist jetzt kein perfektes Klavier. Es hat so seine Ecken und Kanten und genau das ist auch das, was ich haben möchte, wenn ich ein virtuelles Upright haben möchte. Ja, ist toll. Also man merkt, es ist nicht verstimmt, aber es ist auch nicht perfekt. Mhm, ja, genau. Das macht ja auch den Reiz, echt. Finde ich auch sehr charmant. Wenn du magst, du kannst doch mal einfach einen Akkord dagegen spielen, vielleicht einfach so ein F-Dur und wir gucken mal, wie das zusammen klingt. Ja, warte mal, da habe ich eine gute Idee. Ich habe ja auch hier was aus der Contact Library, nämlich das Gentleman heißt das Piano. Vielleicht haben die ja irgendwie auch was miteinander zu tun. Oh, es klingt ganz ähnlich, ne? Oh ja. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Wenn man die zusammenspielt, dann haben wir schon so eine gewisse Schwebung. Das ist super. Ja, Ja, hat was. ja, auf jeden Fall. Also dieser Sound hier, der ist ja auch in sich ein bisschen verstimmt. Das hört man hier oben in dem Register. Also in sich, das geht eigentlich. Das passt gut. Aber die Bässe klingen schon Ah, ja. fast wie ein CP70. Ja. Ja, da kann man hervorragend Disco mitspielen. Ja, super, oder? Das geht total klasse. Also Perfekt. das klingt so schön voll irgendwie. Ja, perfekt. Ja, das gefällt mir wirklich gut. Das klingt nach Klavier, aber es klingt nicht schepp, sondern es klingt schon nach einem gut gestimmten, Ja, edlen Klavier. ja, ja, absolut. Was mir hier auch gefällt, ist dieser Wahnsinns-Dynamikbereich. Also da steckt unheimlich viel drin. Man kann auch ganz leise spielen. Also sehr schön. Und dann kann man wirklich diese Dynamik entwickeln. Also toller Sound, will ich. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, es klingt jetzt sehr direkt. Also es ist kein Ja. großer Raum drauf, es ist nicht besonders viel Hallanteil, es ist wirklich, du sitzt jetzt am Mhm. Klavier und so klingt es auch. Also das ist ein Piano, das ist ja auch in der Contact Library enthalten. Und für ein schönes Upright, mit dem man spielen kann, so aus dem Stand heraus, das ist schon toll. So, als nächstes habe ich Keyscape mitgebracht von Spectrasonics und das ist im Prinzip eine Sammlung von allen möglichen verschiedenen Tasteninstrumenten, Vintage-Tasteninstrumenten, also zum Beispiel auch alte Orgeln, aber es ist auch eine Celesta oder mehrere Celestisten dabei. Aber natürlich auch Rhodes, Wurlitzer E-Piano, also wirklich eine Sammlung von ganz verschiedenen. Und unter anderem haben wir hier auch ein Upright-Piano und das ist ein ganz besonderes, abgefahrenes Upright, nämlich das Wing Upright. Und auch das spiele ich direkt mal an. Also
Also man hört, das ist wirklich schon sehr tacky. Ja, man würde auch sagen, es könnte mal gestimmt werden. Trotzdem ist das charmant. Ich finde, das hat eine ganz tolle Seele irgendwie. Und das ist auch sehr dynamisch spielbar, aber es ist eigenwillig. Also die Dynamik ist eigenwillig. Ja, das habe ich auch festgestellt. Da gibt es einen riesen Unterschied zwischen dem Vienna und dem Kontakt zum Beispiel, was wir als Gentleman, was wir da angespielt haben. Ja, das ist sehr inspirierend, finde ich. Also mit so einem Sound kann man gleich wieder einen Song schreiben irgendwie. Jetzt schaue ich nochmal in ein anderes Preset rein, und zwar Honky Tonk. Und Jetzt kriege ich Angst. das ist jetzt wirklich Honky Tonk. Also das Ja, Preset ist ein telling name. sehr So, schön. Also sehr speziell. ja, Passt vielleicht eher in unsere Abteilung Vintage-Pianos dann. Da würde ich das irgendwo einreihen. Aber trotzdem, ist es ja ein Upright und gut. genau, absolut. Ja, dann würde ich sagen, bin ich wieder dran. Ich habe hier Ivory und dafür gibt es auch Upright-Pianos. Und ich habe hier das Modern Upright Piano geladen und das ist halt auch so ganz charmant. Hat auch viel Schwebung und man kann es auch schön dynamisch spielen. Es ist jetzt nicht übertrieben daneben, also man kann auch da also Klassik drauf spielen. Also mir ist es ein bisschen zu brillant, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie klingt es ein bisschen so, als hätte man im EQ die Höhen wirklich völlig aufgedreht. Ja Und gut, da kann man dann wahrscheinlich auch EQ-mäßig gegenwirken, aber ja, ist kann man jetzt machen. nicht mein Lieblings-Upright-Grundsound, muss ich sagen. Ja, okay, das lasse ich gelten. Das nächste wäre dann für mich Pianotech und da gibt es auch ein Upright, das man sich als so Modul dazu kaufen kann. Ich glaube, das ist in der regulären Version gar nicht enthalten. Und da habe ich mal so ein Midnight, heißt dieses Preset. Und ich dachte, das ist dann vielleicht schon so das ja, charmante kleine Piano, das man so zu Hause stehen hat. Und es ist, glaube ich, auch so. Gar nicht schlecht. In den besten war wieder so ein bisschen bei mir die CP70-Assoziation da. Ja, stimmt. Ja, gut, Es ist das schon so ist ein sehr, bisschen drahtig, ist es schon. ja, das ist drahtig. Es gibt da noch einige Presets, die man hier finden kann. Amerikaner, Jazz, Pop, Vintage, Living Room, Bierkeller. Das klingt dann wahrscheinlich super schräg. Yes. Oh Das ja. ist ja, da sind wir wieder bei Pianotech natürlich. Es wäre nicht Pianotech, wenn man nicht an den Sounds schrauben könnte, wie Wahnsinn. Und man kann hier die Verstimmung der einzelnen Chöre, da kann man jetzt das sehen, wie total verstimmt die sind. Ja. Also wenn ich kann jetzt mal rausnehmen.
Und dann ist wieder alles sauber. Es ist So, und wenn ich plötzlich jetzt, rein. ja, wenn ich das total schräg haben will, dann ziehe ich da einfach in dem Editor diese Verstimmung rein. Das kann ich für jede einzelne Taste machen und dann ist das halt echt schräg. Es gibt aber noch eine dezentere Möglichkeit, mit diesen Unregelmäßigkeiten, mit diesen Imperfekten umzugehen. Und zwar, also was ich jetzt gerade im Einzelnen eingestellt habe, das war hier das Unizone. Das ist dann einfach die Verstimmung des Saitenchors. Mhm. Und das kann ich auch mit einer Humanize-Funktion versehen. Und dann wird eben bei jedem Anschlag ein bisschen Verstimmung gemacht. Und diese Verstimmung kann man dann halt in einem Wirkungsbereich einstellen. Also diese zufällige Verstimmung. Also es schwingt schon sehr. Ja. Aber es ist nicht mehr so eben so komplett durchverstimmt. Es ist also immer irgendwie zufällig so ein bisschen wird es verteilt. Das finde ich ganz gut, diese Funktion. Und da kann man eigentlich dann ein bisschen dezenter damit umgehen. Wie gesagt, ich nehme jetzt mal hier diese ganzen Verstimmungen aus dem Node-Edit raus. Und jetzt hören wir nur die Humanize-Funktion. Sind eben immer einzelne Töne irgendwie, die sind dann halt daneben. Das ist ja eigentlich eine ganz realistische Situation auch bei einem verstimmten Klavier, das eben nicht so super gepflegt ist. Und dann kriegt das auch so eine ganz charmante Note. Ja, das ist natürlich eine Wahnsinnsmöglichkeit, die du natürlich in anderen Instrumenten so nicht hast. Aber dadurch, dass Piano-Tech eben ein Physical Modeling-Instrument ist und dann wirklich Ja. die einzelnen physikalischen Eigenschaften der Instrumente, der einzelnen Saiten und so weiter in Echtzeit berechnen, da kannst du halt sowas einstellen. In anderen Instrumenten kannst du halt nach einem anderen Preset gucken. Da sagst du dann halt, das Preset ist mir jetzt vielleicht zu verstimmt und das Ja, andere ist genau. dann aber vielleicht zu clean. Aber in Mhm. Piano-Tech, da kannst du halt wirklich so diese Feinheiten ausloten. Das ist Ja, natürlich genau, total spannend. wie du es eben gesagt hast, bei dem Woodchester war das, glaube ich, dass eben das so im Sample drin ist. Da muss man leben oder eben nicht. Ne? Und hier hast du dann die Möglichkeit, damit kreativ umzugehen auch. Also man kann ja die Seitenresonanzen und die Seitenlänge noch irgendwie verdrehen und da sind wir auch schon mal drauf eingegangen. Ja, zum Schluss, damit wir uns hier nicht wiederholen mit mehreren Sounds, die irgendwie ähnlich klingen, habe ich jetzt noch ein ganz besonderes Upright Piano mitgebracht, nämlich The Giant, auch wieder von Native Instruments. Und das hier ist das größte Upright Piano der Welt, das sie da aufgenommen haben. Und das kann man hier auch ganz schön Mhm. sehen in diesem fancy Interface hier. Und das klingt so. Also schon ganz schön mächtig. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich das größte Upright Piano der Welt. Das klingt auch so. Ja, also wenn man Upright haben möchte, aber was ganz Massives, dann kann man auf jeden Fall mal zu The Giant greifen. Und hier kann man natürlich dann auch den Ton nochmal anpassen, kann sagen, ich möchte es ein bisschen Naja. oder softer. Toll. Und dem kann man jetzt nochmal die Krone aufsetzen, weil The Giant, das ist wirklich ein Sounddesign-Instrument. Und da gibt es dieses eher klaviermäßig traditionell spielbare Preset. Es gibt aber noch dieses Sounddesign-Preset. Und da sieht man, da wurden jetzt noch
andere Artikulationen aufgenommen. Und zwar Obertöne, Resonanzen, Mhm. Releases, Plucked und verschiedene Noises, also Geräusche. Und auch da möchte ich mal noch kurz reingucken, weil es wirklich nochmal was ganz Spezielles ist. Weil zum Beispiel jetzt die Overtones Mhm. oder Resonances, Ja, ja, ja. Toll. Release, Plucked und Sehr schön. schlussendlich Noises. Ah ja. Also auch das kann man vielleicht mal gelegentlich Auch brauchen. alles aus dem Und jetzt Klavierraum. schalte ich die mal alle an und ich bin jetzt hier in eine Ansicht Mhm. gegangen, da habe ich dann so eine Art Mixer und kann mir jetzt genau aussuchen, welchen Anteil welche von diesen Artikulationen haben soll. Und dann kann man die Mhm. natürlich auch zusammenspielen. Jetzt bin ich gespannt. Also das Giant, das zeigt ja eine ganz tolle Möglichkeit, wie man kreativ und klangmalerisch mit dem Thema Klavier umgehen kann. Also es geht ja nicht immer nur darum, was heißt nur darum, einen tollen Piano-Sound zu haben, das ist schon klasse, ja. Also, aber trotzdem hat man noch diese Sounddesign-Möglichkeiten, die dann nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnen. So, ganz andere Klangwege eröffnen. Das finde ich sehr, sehr schön daran. Und ich finde, wir haben ganz tolle verschiedene Konzepte jetzt gehört und auch ja, an Sounds und haben erfahren, wie unterschiedlich die klingen können. Ähm, Es ist, glaube ich, ganz schwer, wie immer, zu sagen, das ist das beste Piano-VST, sondern hängt ganz sehr, sehr viel, vom Geschmack ab und mit dem, was man eigentlich mit dem Klang machen möchte. Ja, und alle Instrumente, die wir jetzt gehört haben, die klangen alle total unterschiedlich. Also es waren jetzt keine zwei dabei, wo ich Mhm. gesagt hätte, die klingen jetzt total ähnlich. Da ist es auf jeden Fall, da kann ich mir dann das oder das raussuchen, weil eigentlich Mhm. sind das alle welche, die man in irgendeinem Zusammenhang brauchen kann. Das eine vielleicht ein bisschen spezieller und das andere vielleicht ein wenig alltagstauglicher oder Ja. universeller auch, Ja. flexibler vielleicht. Aber auf jeden Fall alle so einen ganz anderen Klangcharakter. Finde ich toll. Ja. Ja, fand ich die alle. Das ist dann eine Geschmacksfrage, wo du sagtest beim Ivory, ja, das ist so auf der hellen Seite, aber damit kann man bestimmt auch toll Stride spielen, denke ich mal. Genau, Also Stride oder Pop auf jeden Fall. Auf jeden Fall. bestimmt, bestimmt. Ja. Also können wir eigentlich unser Fazit fassen. Das beste Piano VST gibt es auch bei den Uprights nicht. Es gibt ganz viele verschiedene und man muss selber entscheiden, was möchte man eigentlich haben. Möchte man die Perfektion im Detailreichtum von der Vienna Synchron Piano Library haben oder möchte man Sounddesign mit Pianotech oder mit dem Giant machen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, man hat eigentlich die freie Wahl. Das finde ich ganz schön. Also eine große Auswahl an tollen Pianos. Ja, Lukas, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Einblicke in die Welt der Piano VST. Und wir schauen uns dann beim nächsten Mal die Vintage-Pianos an. Da gibt es auch wieder spannende Sachen zu sehen. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Bis dann. Immer wieder gerne. Bis dann. Tschüss.